neue Bundesliga-Saison beginnt. Mit was für Gedanken, Erwartungen, vielleicht auch Ambitionen gehst du in diese neue Saison? Du, ich glaube, sicher so wie immer, ne? Wenn du mit Dortmund in der Saison gehst, hast du immer gewisse Ansprüche, denen du nachjagst und auch erreichen möchtest. Ne? Ich glaube auch so, wie wir mit dem Nico jetzt die Rückrunde bestritten haben, in was für einen guten Flow wir da reingekommen sind, war ein sehr gutes Zeichen dafür, wo wir auch hinkommen können, ne, als Team. Und ich denke, es ist jetzt sicher über den Sommer jetzt eine neue Situation, ne? Es ist eine neue Saison, du hast eine Pause dazwischen gehabt. Die Ausgangslage ist wieder eine andere, aber es geht trotzdem darum, für uns, dass wir es wieder hinkriegen, von der Mentalität, einfach von dem ganzen Fokus, den wir haben, wieder genau dahin zu kommen, dass wir jedes Spiel versuchen zu gewinnen, wie wir am Ende auch mussten, um noch die Champions League zu erreichen, von Anfang an mit der Intensität und mit der Bereitschaft auch in die Spiele reingehen, um wirklich vom ersten Moment an da zu sein und auch über eine ganze Saison dann die Leistung auf den Platz zu bringen. Auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt tatsächlich schon deine 5. Saison beim BVB. Machst du eigentlich heute irgendwas anders, explizit anders als vielleicht noch vor 5 Jahren? Also jetzt mal keine Ahnung, bei der Mobilisierung, beim Essen, mentale Themen oder in deinem Torwartspiel? Klar, ich meine, ihr kennt mich ja, ich bin immer ein Freund von Entwicklung und von Versuchen, einfach das Maximum rauszuholen und einfach weiterzukommen als Person und als Torwart auch. Und als Mannschaft natürlich im Endeffekt, ne? Ich glaube, das ist alles so ein bisschen Hand in Hand. Von daher, glaube ich, habe ich sicher viel gelernt, was englische Wochen bedeuten. Ne? Ich glaube, es war gerade so am Anfang von meiner Zeit natürlich der größte Unterschied, dass du dann wirklich halt alle 3 Tage spielst, wie du dann trainierst, wie du deinen Körper vorbereitest auf die Belastung, wie du dann im nächsten Schritt doch noch auch Trainings reinkriegst, um auch immer noch an dir zu arbeiten, ne? Dass du nicht nur guckst, dass du irgendwie auf dem Platz bleibst, sondern dass du auch immer noch Zeit findest, um auch noch besser zu werden, um dich nach vorne zu bringen auch. Und natürlich sicher auch Erfahrung, ne? Erfahrung von die Umstände zu kennen, die Teams zu kennen, die englischen Wochen zu kennen, Champions League zu kennen. Ich glaube, das bringt dir auch viel und ja, von daher ist da sicher sehr viel gegangen auf jeden Fall, ja. Im Pokal in Essen spielt ihr, was speziell dich freuen wird, zu 0. Kurz vor der Pause ist aber der Essener Ramian Safi frei durch, bleibt dann Gott sei Dank an dir hängen. Inwiefern hast du das Gefühl, dass du nach dieser kurzen und ungewöhnlichen Sommerpause schon wieder so ein Top-Level erreicht hast? Ich glaube, es war gar nicht so anders wie die Jahre davor auch, ne? Klar, so ein bisschen für die Mannschaft, die starten oftmals früher, aber es sind relativ wenige Spieler, wo wirklich früher starten. Ne? Die meisten sind ja mit den Nationalmannschaften auch unterwegs. Und gerade wenn man letzte Saison anguckt, letzte Saison war es noch schwieriger, weil wir haben eigentlich wegen der Champions League Finale, wo wir gespielt haben, sind wir bis zum 1. Juni haben wir durchtrainiert, nach dem letzten Spieltag 2 Wochen. Haben dann die Champions League gespielt, sind dann direkt zu der Nationalmannschaft gegangen, haben dann die EM gehabt und sind dann verspätet auch wieder eingestiegen ins Training und haben dann eigentlich, ich glaube, sogar noch eine Woche weniger gehabt wie jetzt in der Vorbereitung. Plus, dass wir diese Zeit vor quasi der Club-WM dieses Jahr, wo wir hatten, waren wir Vorbereitung für die Champions League-Finale, haben wir also keinen frei gehabt auch. Das heißt, ich finde fast sogar, dass wir dieses Jahr eine angenehmere Vorbereitung hatten wie sonst manchmal. Nein, ist wirklich so. Ja, aber gut dargelegt, kann man ja absolut nachvollziehen. Also nicht für jeden Spieler natürlich, klar. Wenn du nicht in der Nationalmannschaft aufgeboten wirst, dann ist es natürlich was ganz anderes, ne? Aber jetzt mit einer EM, mit einem Turnier letztem Jahr und noch mit einem Champions League Finale war es auf jeden Fall herausfordernder letztes Jahr wie dieses Jahr, ja. Ein Wort zu einem jungen Kerl, der in Essen sein Profidebüt gegeben hat, direkt vor dir, Filippo Mané. Wie hat er deiner Meinung nach seine Sache gemacht? Ich finde, er macht es sehr, sehr gut schon in der Vorbereitung. Ich glaube, 20 Jahre alt, ne, ist ein junger Kerl. Ich finde es immer gut, wenn du da auch ein paar junge Spieler hast, die Minuten kriegen. Ich finde, das ist jeder Spieler immer sehr, sehr wichtig in unserer Mannschaft. Und er hat eine super Anlagen. Ich finde, er liest das Spiel sehr gut. Er hat immer wieder sehr spektakuläre Rettungsaktionen auch, ne? Jetzt gegen Essen auch wieder, also am Ende, der ist ein bisschen untergegangen, finde ich, aber es war eine super Klärungsaktion von ihm da in der 90 plus irgendwas, wo er da hatte. Und ich glaube, er hat so ein bisschen die körperlichen Anlagen auf jeden Fall
um Top-Spieler zu werden. Und je früher du natürlich Minuten und Erfahrung kriegst, ist natürlich auch auf der Position sehr wichtig. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, viele Wechsel. Gerade vor einem Jahr gab es den großen Umbruch. Dieses Mal bleibt der Kern der Mannschaft zusammen. Sowas birgt ja auch immer die Chance, dass dann was zusammenwächst. Also eine Einheit, Zusammenhalt, aber auch im Zusammenspiel, weil man sich einfach besser kennt. Inwiefern merkst du da was von? Ich weiß nicht, ob das schon so lange wie jetzt zusammen sind, dass man von dem sprechen kann. Ne? Ich meine, der Nico kam jetzt im Februar, glaube ich, ne? Was jetzt noch nicht mal ein Jahr ist, ne? Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit diesem guten Run, den wir gegen Ende hatten, plus dann Club-WM, wo wir auch nochmal zusammen waren, weil das ist der große Unterschied. Deswegen finde ich, war es dieses Jahr fast einfacher, weil normalerweise im Sommer sind alle verstreut, ne? Sind lange mit den Nationalmannschaften unterwegs und diesen Sommer waren wir sehr zusammen, ne? Auch über diese Sommerzeit in Amerika, konnten da weiterspielen, haben dann nochmal eine kleine Pause gehabt und kommen dann wieder zusammen, haben komplett miteinander die ganze Vorbereitung verbringen können. Deswegen glaube ich, ist es schon auch keine so schlechte Ausgangslage, könnte natürlich immer besser sein, ne? Klar, ne? Also ich will jetzt auch nicht zu einfach reden, ist natürlich eine Aufgabe auch gewesen, diese Club-WM, aber trotzdem, glaube ich, kann man auch gute Sachen daraus ziehen, was so ein bisschen einfach die Zeit, wo man miteinander verbringt, so ein bisschen eingespielt zu sein, ne? Eben nicht jetzt wieder neu dran gewöhnen müssen, weil man 6 Wochen mit der Nationalmannschaft war und ein anderes System gespielt hat, andere Jungs gehabt hat, ne? Wir waren da schon sehr im Kollektiv die ganze Zeit. Bundesliga, neue Saison bedeutet auch 2 Aufsteiger, die 2 große Namen zurück in der Liga sind, Köln und HSV. Bist du da jemand, der sich dann tatsächlich auch darauf freut und sagt, boah, wird schon geil bei denen im Stadion zu spielen? Wie ist das? Auf jeden Fall, klar, 100%. Also ich war super happy, wo es Hamburg jetzt gemacht hat. Ne? Ich finde die Stadt auch cool von daher glaube ich, ist es mit den Zuschauern, die da haben. Ne? Wir haben ja letzten Sommer unser Pokal-Erstrundenspiel da ausgetragen. Ne? Ich kenne das Stadion auch noch von früher, habe da auch schon gespielt. Das ist schon, es macht natürlich sehr viel Spaß und ich freue mich dann auch wieder für die Fans, für den Verein auch und für uns auch. Für diese Spiele sind immer toll. Ne? Also um das geht es am Ende im Fußball, finde ich. Ne? Das sind so das macht schon auch nochmal extra Bock, so ein Spiel dann. Thema Hamburg. Zum Auftakt der Liga erwartet euch, ähnlich wie im Pokal würde ich sagen, so ein enges, stimmungsvolles, ausverkauftes Stadion. Letzte Saison gab es einen 2:0 Auswärtssieg gegen St. Pauli. Inwiefern müsst ihr im Vergleich zum Pokal in Essen noch so eine Schippe drauflegen und wie optimistisch bist du, dass das am Samstag laufen wird? Du, klar, ich meine, am Ende bist du Sportler, ne? Ein gewisses Selbstvertrauen brauchst du, dass du dahin gehst mit einer gewissen Überzeugung, dass du das Spiel auch gewinnst, ne? Ich glaube, das ist klar. Ich glaube, das hat jeder hier. Aber trotzdem musst du auch wissen, was auf dich zukommt. Ich glaube, Pauli, wie gesagt, kennst du, es ist kein einfaches Spiel. Auswärts in dem Stadion, ne? Je nachdem, wie der Spielverlauf ist, muss man natürlich gucken. Das heißt, wir müssen sicher auch ready sein, dass da auch ein gewisser Kampf auch auf uns zukommt, ne? Dass wir da auch dagegen halten müssen. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was uns mittlerweile auch ein bisschen auszeichnet, dass wir auch diese Spielweise spielen können. Deswegen glaube ich, müssen wir da einfach mit der Härte dagegen halten, wo sie auch auf uns zukommen werden. Und schauen, dass wir dann einfach mit der Qualität, wo wir auch haben, das Spiel dann entscheiden.